Guten Morgen Leute, da bin ich wieder. Diesmal aus Fulda. Hinter mir, das ist nicht der Bahnhof, nein, das ist das Schloss von Fulda. Ich bin jetzt mal gestern hier angekommen, habe hier übernachtet. Wir werden nachher noch weiterlaufen, natürlich zum Zopp und natürlich auch zum Bahnhof. Ich habe vorhin schon ganz viele grüne Busse gesehen. Was für Busse das waren, seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Also, bis gleich. Hier kommen schon die ersten Busse hier angefahren, weil der Zopp, der ist nicht weit von hier und der Bahnhof auch nicht. Man müsste hier geradeaus hochfahren, vorne links, da hinten ist der Bahnhof. Grüne Bus hatte ich euch vorhin ja erzählt, das ist schon mal ein Solaris. Mal gucken, was noch auf uns zukommt. So, wir lassen den Dom jetzt mal hier liegen und laufen mal den Bussen hinterher, weil da sind jetzt gerade schon 2, 3 Busse hingefahren. Das interessiert uns ja natürlich am meisten. So wie es ausschaut, werden wir erst den Zopp sehen und anschließend dann den Bahnhof. Wir machen noch mal einen Schwenk letztes Mal auf den Schloss. Hat mir richtig gut gefallen hier. Überhaupt sieht auch alles hier irgendwie modern aus, obwohl es eine alte Stadt ist. Ja, hier fahren verschiedene Busse. Ja, hier fahren auch private. Hier der weiße hier ist zum Beispiel ein privater. Die anderen grünen sind wohl hier städtische. Ja, wir laufen jetzt mal einfach hinterher. Mal gucken, was sich da so tummelt. Ja, da sind die Busse schon, die wir gerade schon gesehen haben. Vielleicht steht da aber auch noch was anderes. Ach, da hinten kommen die auch. Der Bahnhof ist, so viel ich gerade gesehen habe, weil ich habe da hinten geparkt. Ganz hinten, da wo der Grüne gerade rauskam, da ist auch, glaube ich, der Bahnhof. Ja, ein sehr schöner Zopp mit ganz vielen Buchten. Jeder weiß natürlich, wo er sich hinzustellen hat. Oh, da hören wir gerade mal so einen schönen Citaro. Der Solaris ist hier. Der eine private. Nee, das ist jetzt was anderes, was da kam. Ich muss gleich mal gucken, was das war. Och, da kommen jetzt noch mehr. Oh, jetzt haben wir hier einen richtigen Auflauf an Bussen. Und das wollten wir doch, Leute. Das wollten wir doch sehen, sowas. So, die fahren hier schon mal raus. Ich denke mal, die fahren alle zum Bahnhof. Da werden wir natürlich dann gleich auch hinterher laufen. Wir fahren nicht, wir laufen. Kennzeichen FD. Wie Fulda, denke ich mal. Aber die haben hier recht schöne Klima oben. Der Solaris hier auf jeden Fall. Große Klimaanlagen, so wie es ausschaut. Der hier vorne auch übrigens. Ich weiß gar nicht, ob die bei unserem Citaros auch so sind. Oben ist mir noch nie aufgefallen. Der auch. Das sind alles diese großen Klimaanlagen, glaube ich. Hier der Solaris, der ist hier einfach mal abgestellt. Der hat wohl noch Pause oder so. Hat er sich mal ganz in der Ecke verdrückt, damit die anderen vorbeifahren können. Hier vorne ist sehr wahrscheinlich noch zum Parken für die PKWs. Die können dann hier rein. Hertorplatz heißt diese Anlage hier, wo der Zopp aufgebaut ist. Tja, hier tut sich im Moment nichts. Wir kommen natürlich gleich, müssen wir ja, weil mein Auto ja hier in der Ecke steht, wieder hier hin. Wir können aber auch von der Seite zum Bahnhof hin laufen. So, der Kollege, der fährt hier auch bestimmt zum Bahnhof. Der müsste jetzt eigentlich hier links, wollte ich sagen, aber nein, der fährt geradeaus. Okay, da ist ja die Stadtmitte sehr wahrscheinlich.
Aber bei der Gelegenheit habe ich mir hier das hier mal angeschaut. Auch richtig schön. Fulda ist ja auch eine ganz alte Stadt, haben wir ja gerade gesehen, wegen den Dom und so. Ja, und das sieht man auch an den ganzen Häusern. So, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Da vorne sehe ich auch schon den ersten Zug und die Bahnhofsanlagen und so. Ich habe vorhin gesehen, die Busse sind hier rechts gefahren. Das heißt, der Bahnhof ist nicht mehr weit. Und hier habe ich auch eine schöne Fahrschulhacker oder Hacker. Eine Akademie, alle Klassen. Ja, mit so schönen LKW und so. Ein Actros. Wirklich toll. Der Kollege, der kommt gerade hier vom Bahnhof. Das ist auch, glaube ich, der. Ich habe jetzt auf Kennzeichen nicht geguckt. Ja, den hat man doch vorhin auch gesehen, ne? Naja, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, da vorne ist, glaube ich, der Bahnhof. Vielleicht haben die davor ja auch so was Zop-ähnliches, wo die Busse dann die Leute aufnehmen. Ich habe den Bahnhof gefunden, wo der schöne Solaris hier runterkommt. Ja, hier sind ja jede Menge Busse, Leute. Schaut mal, jetzt haben wir wieder eine Parade. Nur die Sonne. Ey, was ist das denn? Ja, die haben hier auch E-Citaros. Heute kommen wir, glaube ich, wieder alle auf unsere Kosten. Oh, jetzt ist aber hier ein Auflauf. Ich muss zur Seite gehen. Guck mal, der Spiel, der wird ganz knapp da sein. Ja, ganz knapp hat er das mal geschafft. Da habe schon gedacht, der kommt dagegen. Aber sind wohl alles gute Fahrer hier. So, das hier ist also der Bahnhof. Wunderbar. Da laufen wir gleich erst rein. Mal gucken, ob da hinten tatsächlich so ein Zop-ähnliches oder der alte Zop oder so ist. Weil ich sehe da hinten nämlich Busse stehen. Und hier gucken wir jetzt noch mal auf die Stadt von hier oben aus. Sehr schöne Aussicht. Ja, so sieht das hier aus. I love Fulda. Ja, nicht schlecht. Und das hier ist der Bahnhofsplatz, so nennt sich das. Also der Parkplatz vom Bahnhofsplatz. Und hier ist tatsächlich, schaut mal, noch ein Zop. Ja, weil das waren doch schon 500 Meter oder so, bis ich da rüber gelaufen bin. Und da hinten sind auch die ganzen Züge, da fährt gerade noch einer ab. Ja, ich glaube, das ist heute richtig gut. Man kann sogar von hier aus direkt auf die Züge drauf gucken. So, aber uns interessiert jetzt erstmal der Zop. Ja, die haben einfach mal zwei Zops. Woanders haben die nicht einen vernünftigen Zop. Und hier haben die einfach mal zwei davon. Eins fast in der Stadt und eins direkt hier am Bahnhof. Das ist doch mal ein schönes Ambiente. Und jede Menge Busse. Aber MAN habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, Leute, oder? Die haben auch hier Werkstattfahrt und so was alles, wenn die mal keine Fahrgäste befördern. So einen schönen Gelenk-Citaro. Dann ein Solaris wieder und dann noch ein. Ist das ein MAN da hinten? Ne, auch ein. Ne, hier ist alles in Solaris und Mercedes-Hand. Auch Setra ist das, Iveco sage ich schon. Ja, aber kein MAN bis jetzt gesehen. Ja. Die privaten, die haben natürlich wieder jeder an, was er will. Und die städtischen müsste ich gleich noch mal gucken, ob die mit Krawatte und normale Dienstkleidung oder so sind. Ja, jetzt haben wir fast mal alles hier gesehen. Fahrgastinformation kann man hier auf Bussteig B, D, F, K auf der linken Seite nach Giersel, Ister-Giesel, Ziers Nord. Das sagt uns natürlich alles nichts. Petersberg, ich sag schon Petersburg. Und hier auch noch mal die ganzen. Das war vielleicht nicht. Vielleicht war das ja auch gelb oder so. Hier sind nämlich die Busse, Bussteig. Ja, wie bei dem Bahn
haben die hier einfach mal sowas gemacht, übersichtlich, wo und wer was fährt. So, da hinten, oh, den ICE, den grünen haben wir gerade verpasst. Die haben sogar, habe ich auch noch nicht gesehen, an so einem Zopf so Schließfachanlagen. Auch nicht schlecht. Gut. Ein sehr schöner Anblick auch mal von der Seite. Wir laufen jetzt mal in den Bahnhof rein. Und wenn wir rauskommen, gibt es hier vielleicht noch mehr zu sehen. In der Stadt wollte ich auch noch mit euch. So, hier haben wir Glück. Fährt auch noch gerade ein E-Bus hier rein. Aber der Kollege, der hat auch ganz normale Klamotten angehabt. Okay, vielleicht haben die das auch nicht hier so mit der Dienstkleidung. Ich habe gerade gesehen, man kann auch hiervon direkt auf die, also hiervon sage ich schon, hier, ohne den Bahnhofseingang zu benutzen, an die Gleise dran. Aber bestimmt nur an die ersten zwei, auf die anderen. Da muss man wohl unterirdisch. Aber wir nehmen den richtigen Weg, und zwar den Eingang, den Haupteingang vom Bahnhof. Wir laufen jetzt gemeinsam rein. Wenn ihr ab und zu, ich bin zwar am Reden, aber die Kamera zeigt nur noch den Boden oder so, hat das auch alles seinen Grund. Weil dann kommen Menschen mit Gesichtern und so, und das ist nicht gut. Ah ja, genau so hatte ich mir das gedacht. Ein sehr schöner Bahnhof, natürlich mit Einkaufsmöglichkeiten. Oh, draußen fährt gerade ein schöner Güterzug. Und hier unten kann man entweder mit der Rolltreppe oder mit normaler Treppe unter den Schienen auf die andere Seite zu den Gleisen. Vielleicht schaffe ich noch den Güterzug zu sehen, weil der ist richtig lang. Nein, der ist schon durch. Okay. Und die anderen Züge sind auf der anderen Seite. Ja. Ah, wir haben Glück. Auf der anderen Seite kommt jetzt auch so ein Güterzug rein. Schön langsam fährt er mal hier durch. Aber uns interessieren ja auch die anderen Sachen, was auf der anderen Seite da ist. Da laufen wir gleich. Oh, auf der anderen Seite kommt noch ein ICE, sehe ich gerade. Der fährt, glaube ich, durch. Seht ihr das da ganz hinten? Der ist ein bisschen zu schnell. Da bin ich mal gespannt. Jetzt versperrt der uns natürlich die Sicht. Naja. Es kommen ja bestimmt noch andere Züge auch. So, Ausgang und Reisezentrum, da sind wir gerade hergekommen. 11:07 Uhr kommt der RE50 nach Frankfurt. Aber da ganz hinten steht auch noch was abgestellt. Ach, hier vorne ist auch noch einer. Der ist direkt auf unserer Spur hier. Ich wollte schon sagen, da steht ein gelber Citaro. Aber es scheint ein Zug zu sein. Ja, ich nehme euch mal mit. Und die Radstation, die ist auch direkt hier. Und natürlich die Polizei. So, was ich gerade als... Ja, ich mache die Ansprache später. Der hat uns noch gerade begrüßt. Oh, der macht sogar eine Vollbremsung oder so. Keine Ahnung warum, weshalb. Irgendwas ist da. Weil da wohl jemand über die Schienen gelaufen ist oder so. Glaub schon. Irgendwas war da auf jeden Fall, deswegen war er so wild am Hupen. Ja, ich meine gerade jemand über die Schienen gelaufen zu haben. Die Polizei, die ist da dahinter und verwarnt die jetzt. Ja, komm mal mit, Bürschchen. So was macht man nicht. Naja, soll nicht unser Bier sein. Ich war ja noch weiter am Erzählen. Also, ich habe hier zwei schöne Exemplare gefunden. Ein Kollege hat mir hier erzählt, dass das Franzosen sind. Alstom, die werden da wohl gebaut. Sonst hätte ich euch wieder bestimmt was anderes erzählt. Ja, aber auch als Diesel, wie ihr sehen könnt. Die Seite ist wohl extra für Diesel. Und ja, der eine, der rüber über die Schienen gelaufen ist, der konnte ich jetzt gar nicht sehen, kriegt jetzt auf jeden Fall einen verbraten. Jetzt kann der gute Mann, ja, der wird jetzt mitgenommen da. Ja. Okay, ist ja Datenschutz, wollen wir den mal nicht ins Bild zeigen. Aber jetzt habt ihr mal live miterlebt, wie einer mal einfach so über die Schienen läuft. Und der hier, der kam ja richtig mit Karacho an, der musste schon eine Vollbremsung machen. Aber bei der Gelegenheit haben wir jetzt die Möglichkeit, den mal hier aus der Nähe zu sehen. Natürlich auch
besprüht, bemalt, irgendwelche Sachen, was da von den Leuten ist, die das gemacht haben. So, jetzt ist er erst endlich mal durch. Das war vorhin echt gefährlich, ey. Ich habe es gerade nur mit Augenwinkel sehen können. So, der macht sich jetzt auch startklar. Die Maschine läuft. Wir warten noch mal, wenn er mal Gas gibt und dann hier wegfährt. Der Kollege hat noch ein paar Minütchen. 33 ist Abfahrt. Wir haben erst, ja, 28. Deswegen steht er hier noch. Aber hört mal den Dieselmotor. Hört sich an wie so ein Citaro. Ja, ein bisschen anders. Der fährt klar, aber wo ich das hier so sehe, gelb und so, wo wir jetzt auch wissen, was für ein Modell das ist. Und ich lese gerade hier Hessenbahn GmbH und der fährt nach Limburg an der Lahn. Hatte ich ja, wo ich euch Limburg ICE-Bahnhof gezeigt hatte, den von weit ja auch schon mal gezeigt. Hier tut sich im Moment nichts. Wir müssen tatsächlich auf die andere Seite, weil hier versperrt er uns hier die ganze Sicht. Aber hier beim Warten kann ich euch noch mal was erzählen. Schaut euch mal die ganzen Schienen und so an, kreuz und quer. Und da oben, ja, ist jetzt zwar, wenn ihr sehen könnt, ein bisschen Sonne und so, aber da sitzen auch Menschen natürlich, die das alles managen. Ne? Stellt euch mal vor, am besten stellt euch das gar nicht vor, ist ja grausam, wenn er falsch gelotst wird und der fährt und der ist auf der Spur, sag ich mal, einer, weil der steht immer noch da, der andere Kollege. Und der fährt hier einfach drauf zu, das wäre nicht gut. Also diese Szenarien am besten gar nicht erst vorstellen. Letztens ist ja sowas noch passiert, ne? Wirklich, aber wo Menschen sind, gibt auch manchmal Versagen eben halt. Ja. So, auf der anderen Seite kommt noch eins, direkt hier neben. Ja. Ich glaube, deswegen hat er gewartet, damit seine Spur gleich frei ist und er weiterfahren kann. Das, was ich euch im Prinzip gerade gesagt habe. Der müsste jetzt auch gleich hier halten. Und der andere Kollege, der übernimmt, glaube ich, hier. Genau. So, der andere Kollege, der kommt jetzt hier hin. Da steigt gleich noch jemand ein noch. Jawohl. Wunderbar. So, jetzt die Spur ist frei, dann kann er jetzt weiterfahren. Denke ich mal, dass es so geplant ist. So, dann hören wir den mal gleich, wenn er Gas gibt. Ich gehe mal ganz nah an den Motor dran. Ihr könnt es hören, hier irgendwo. Wie lange haben wir noch? Noch 3 Minuten, dann geht's los. Der macht es aber richtig spannend. Der wartet genau die Sekunde ab. Ja, zu spät fahren gibt es 1000 Gründe. Zu früh fahren gibt es keinen Grund. Ja. Wie bei uns bei den Bussen auch. Das sage ich ja auch immer in den ganzen Videos. Wenn einer zu spät kommt, da gibt es 1000 Gründe. Kann alles Mögliche passiert sein. Aber zu früh fahren, nein, das liegt. So, 1 Minute noch, dann müsste der eigentlich losfahren. Es tut sich was. Jawohl. Und weg ist er. Und der andere Kollege, der hat jetzt hier wohl Pause. Und die Leute, die jetzt hier ausgestiegen sind, das ist ja alles so getaktet, die können dann gleich direkt rüber zum Zopp am Bahnhof hinlaufen und da werden auch gleich Busse bereitstehen. Aber was mir aufgefallen ist, hier ist richtig viel Güterverkehr. Ne, der hat die ganzen Waggons hier, DHL und so hat alles. Ja, den nehmen wir auch mal mit, bevor wir rüberlaufen. Das ist schon der 3. oder 4., was wir gesehen haben heute. Ja. So, ich laufe mit euch mal einfach hier runter. Hier unten geht es ja weiter. Hier gibt es noch
Essen, Trinken, Döner, Möhner, alles. Und man kann da direkt in die Stadt laufen, was wir gleich auch noch machen werden. Ja, und hier geht es dann zu den einzelnen Gleisen. Und wenn ihr da oben sehen könnt, kann man auch sehen, Gleis 4, 3 und 1 ist für uns wohl interessant, weil da fahren auch ICEs und so. Ja, das hier, das kennen wir ja alles hier zum Lesen und so hat alles, ein paar Snacks, Informationen. Ja, 4 und 3, das wäre hier. Südseite, ich nehme aber die 7 und die 6, da sind wir genau mittig. Hier geht es dann hoch. Die auch gut gelöst, wenn man ein Fahrrad mitnehmen möchte oder eben halt mit Rollstuhl oder so ist, kann man hier lang oder man nimmt einfach die Treppe. Ich nehme natürlich die Treppe für die Gesundheit und ich bin immer noch im Trainingsmodus. Oh, ich bin wieder da gekommen. Jetzt habe ich rechts und links. Jetzt sehe ich immer noch nichts. Keine gute Entscheidung. Doch, wenn der gleich weg ist, denke ich mal, haben wir ein bisschen mehr. Aber hier ist richtig viel Güter. Ich weiß gar nicht warum. Hätten die auch aus dem Güterbahnhof machen können. Ja. Der IC 692, 11:12 Uhr. Aber so lange bleiben wir nicht hier. Ja. Oh, was ist denn das für ein Teil, Leute? Schaut mal, ist das ein Museumsstück oder was? Da hinten sehe ich auch ein paar schöne Teile. Da laufen wir natürlich gleich hin, damit wir euch zeigen, was das alles ist. Ja, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Der sieht auch schon richtig vergammelt aus, aber der ist noch auf Schienen. Ich laufe mal bis da hinten, wo die gelben da stehen. Mal gucken, was das für welche sind. Und dann hoffen wir mal, dass ein schöner ICE trotzdem noch irgendwie hier durchfährt. Gesagt, getan. Jetzt bin ich schon ganz nah hier dran. Das ist ein Netzinstandhaltungszug. Ja, zur Reparatur der ganzen. Oh, da kommt was angefahren. Aber ist nun kleiner. Kommt er jetzt hier auf uns, auf der Seite oder dahinter? Mal gucken. Scheint wieder, Moment, ja, dahinter zu sein. Ja, den können wir jetzt natürlich nicht sehen, nur hören. Ja, aber was ist denn hinter mir? Ey, ist nicht normal, oder? Wieder so ein Güterdings. Ganz langsam und leise fährt er hier vorbei. Haben wir auch noch nicht gehabt, ne? Dass wir nur Güterzüge zeigen. Da kommt ja unser Kollege hier, der Güterzüge liebt, voll auf seine Kosten. Ja. Und wenn ihr mal hinhört, jeder Waggon hat einen anderen Klang. Hört ihr das? Wenn der weg ist, gleich kommt ein anderer. Und der hört sich wieder ganz, und der ist noch ganz schlimmer. Das sind aber eher die Bleche, die da oben drauf sind, die da wohl klappen. Oh, jetzt kommt auch noch ein Autos hinterher. Ich denke schon, wo kommen die ganzen Autos her? Auch nicht schlecht. Einer davon wird mir ja schon reichen, so einen schönen Audi. Wahnsinn. Und natürlich Schrott hinterher, Metallschrott. Ey, mir wird schon schwindelig. Oh, das war der letzte. Haben wir auch noch nie gehabt. Ich gebe es auf, Leute. Hier kommt nichts Vernünftiges mehr. Was kommt? Wieder so ein Güter. Ne? Und 11:12 Uhr oder 17 Uhr, der hat sogar noch Verspätung nach Hamburg. Aber so lange will ich nicht warten, Leute. Ich laufe weiter in die Stadt. Vielleicht auf dem Rückweg, wenn ich hier vorbeifahren sollte, laufen sollte. Dann vielleicht sehen wir noch einen ICE. Dann nehmen wir hier den noch mal als letztes mit, bevor wir in die Stadt laufen. Ganz nah an den Gütern könnte man halt theoretisch so aufspringen. Hört ihr wieder die Geräusche? Das hört gar nicht mehr auf. Schaut mal, das geht noch bis da hinten hin.
Ey, kann nicht normal sein. Rechts, links, überall nur Güterzüge. Wahnsinn. Und nimmt kein Ende. Alles Mögliche. Jetzt hier noch so ein paar Stahlträger oder so. Wer weiß, was hier drin ist. Aber diesmal keine Autos. Ja. Wahnsinn. Und alles schön besprüht, damit die Leute auch was zu gucken haben. So, endlich. Und jetzt ab in die Stadt. So, diesmal laufen wir mal direkt hier unten raus. Man ist sofort in der Stadt. Ja, was wir gerade von oben gesehen haben. Wir können uns jetzt mal umdrehen und uns das auch noch mal anschauen. Wir waren ja gerade von da oben. Jetzt sind wir hier unten. Was ich euch anfangs erzählt habe, dass das hier hoch und runter geht und so, ist wirklich, das kann man jetzt auch sehen, schleichend bewegen wir uns hier runter. Wenn ihr sehen könnt, und der Bahnhof liegt dann höher, der ist schon da oben. Ja? Dieses Fulda ist, wie gesagt, auf mehreren Hügeln wohl aufgebaut oder so. Ich muss erstmal da durchblicken. Ich bin mal weitergelaufen hier bis zu dieser Galleria, ist ein guter Platz. Hier tummeln sich auch ganz viele Menschen hier, genießen die Sonne. Die Sonne ist noch nicht allzu warm, aber sie scheint. Und auf der Seite, wenn jemand von hier aus noch weiter laufen möchte oder fahren möchte, der kann natürlich hier mit dem Bus hier weiterfahren. Deswegen haben die hier auch Bushaltestellen auf der rechten Seite und auf der linken Seite. Mal gucken, ob wir noch einen erwischen. In 7 Minuten sehe ich gerade, kommt einer hier hin. Ich laufe mal in die Richtung. Vielleicht kommt er uns ja entgegen. Ja, auf jeden Fall habt ihr die Möglichkeit, von hier weiter mit dem Bus zu fahren. Und so wie es aussieht, wenn man hier weiter hoch läuft, kommt man auch schon direkt zum Zopp. Ja, ich sehe da hinten schon den Zopp, wenn ihr sehen könnt. Deswegen haben die wohl hier so einen zweiten Zopp gemacht, damit man von hier nicht allzu weit zu dem anderen Zopp hat. Ja, das ist doch der Zopp, wo wir gerade gesehen haben. Glück im Unglück. Ich wollte eigentlich dem Bus entgegenlaufen, aber das ist auch die Nummer 7. Ja, wo ich gerade gesagt hatte, 7 Minuten, ist auch tatsächlich die Nummer 7. Und das hier ist der Zopp. Hier kommt das Stadtschloss. Der fährt jetzt hier rechts rum, der Kollege. Okay, den sehen wir ja gleich noch. Wollen wir nicht die ganzen Menschen sehen. Und der eine Solaris, der steht da immer noch, so wie wir den verlassen haben. Ja, jetzt haben wir wieder so eine schöne Parade hier. Ja, hier kommt jetzt alles auf einmal. Wir haben wieder richtig Glück, Leute. Ja doch, hört sich doch gut an. Aber keine MA1 gesehen, nur Citaros. Alex, sein Lieblingsbus. Oh, der geht aber steil in die Kurven, ey. Habt ihr jetzt nicht mitbekommen, wie der in die Kurve reingegangen ist? Der wird auch gleich noch ein paar Bordsteine und so mitnehmen. Schaut mal, der hat richtig zügig drauf. Für manche weiß ich auch nicht, wie die fahren. Aber jetzt tummelt sich hier einiges. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut, würden jetzt die Schweizerinnen sagen. Das ist gut. Ja. So, hier kommt der nächste Kollege, die Linie 8 über Zopp, Herz-Jesu-Kirche und so hat alles. Jawohl. Die haben keine MA1, die haben nur Citaros hier. So, ich bin mal jetzt ganz nah an diesem Solaris hier. Keine Ahnung, warum der hier steht. Einfach mal abgestellt, vielleicht Panne oder so. Und die anderen Kollegen sind schön am Fahren hier. Ja, das hat sich auch wieder gelohnt. Das war mein Instinkt. Ich weiß nicht, ob einer von euch das auch geschrieben hatte. Komm mal nach Fulda.
Hier fahren ganz viele Busse, Elektro, Citaro und so was alles. Ja, gesagt, getan. Manchmal ist der Tipp gut, manchmal eher weniger gut. Da sind dann nur ein, zwei Busse und so. Aber hier, Fulda, hat sich richtig gelohnt. Ich ziehe jetzt auf jeden Fall weiter nach Bad Hersfeld. Mal gucken, was es da so gibt. Und das Gute ist, egal wo man steht, man kann immer sehen, wo und wann etwas abfährt, wie ihr sehen könnt. Ja. Und wenn die Leute noch Zeit haben und noch keine Fahrkarten und so haben, kann man auch hier direkt die Fahrkarten hier kaufen. Der Kundencenter ist direkt hier am Zopp. Wirklich toll, wirklich schön, alles beisammen. Aber nur keine MANs. Solaris und Mercedes gibt es hier. Und ich habe gesehen, die Kollegen, die haben hier sogar einen Aufenthaltsraum hier vorne rechts. Die können da Pause machen, wenn sie hier stehen. So, der Kollege da hinten mit dem Solaris, der fährt jetzt auch los, der gerade so zügig war. Ich habe auch gerade erfahren, die Kollegen sich haben unterhalten und so. Und ich habe gesehen, die haben doch Einheitliches an. Wenn so private sind, die eher nicht, aber die anderen haben schön gleiche Sachen an. Ja. Noch einen letzten Blick. Auch hier den schönen Citaro, wie er hier runterrollt. Machen wir dann die Verabschiedung. Ja, Video ist wieder mal zu Ende. Manche würden jetzt sagen, viel zu kurz, aber ich kann nicht meinen ganzen Tag hier verbringen. Man sieht dann im Prinzip ja nur noch die gleichen Busse, die gleichen Ambiente. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hatte ich vorhin auch schon mal erzählt. Und ich hoffe, das hat euch auch Spaß gemacht. Machen wir mal so, haben wir nochmal den Zopp hinter uns. Und ihr werdet nächstes Mal wieder einschalten, wenn es heißt, Mehmet OE hat wieder was Neues. Beteiligt euch immer an diesen Umfragen, dann könnt ihr schneller zu euren Videos kommen, was ihr gerne sehen wollt. In diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Video, euer Mehmet OE. Jetzt laufen mir natürlich noch Menschen hier ins Kamera.